Servus liebe Landtechnik-Fans und herzlich willkommen bei AgroPictures. Heute geht's in den Steilhang mit einem Zweiachsmäher. Das sind kleine Spezialtraktoren mit 4 gleich großen Rädern und niedrigem Schwerpunkt. Häufig wird auch vom Mähdreck gesprochen. Eigentlich eine Produktbezeichnung vom Landmaschinenhersteller Reform, die sich vielerorts zum Synonym für eine ganze Fahrzeugklasse entwickelt hat. Für diesen Technikcheck hat uns der Hersteller einen Vertreter aus der neuesten und zugleich kleinsten Serie mitgebracht, den H70 mit Scheibenmähwerk, Kreiselheuer und Bandrechen. Und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ein traumhaftes Bergpanorama, blauer Himmel und saftig grüne Wiesen. Die Region am Fuße des Hochkönigs hat einiges zu bieten, nicht nur für Touristen aus aller Welt. Auch wir finden hier optimale Voraussetzungen für unseren Technikcheck vor. Wir sind zu Besuch am Betrieb der Familie Aigner in Dirnden, wo jetzt Ende August der zweite Schnitt geerntet wird. Die Tage zuvor gab es einiges an Regen, sodass der Boden noch ziemlich weich ist. Doch es hilft nichts, das Gras muss weg, denn auch für die kommenden Tage wurde kein stabiles Wetter vorhergesagt. Nachdem Landwirt Peter Aigner die Fläche mit seinem eigenen Mähdreck G5X ausgemäht hat, machen auch wir uns an die Arbeit. Mit gemischten Gefühlen und einer gesunden Portion Respekt. Der Mähdreck H70 ist das stärkere von 2 Modellen der neuen Kompaktklasse, mit der Reform erst seit diesem Jahr am Markt ist. Mit ihrer kompakten, leichten Bauweise sind sie wie geschaffen für die Futterernte in solchen Hanglagen, wo herkömmliche Traktoren schnell an ihre Grenzen stoßen. Die ersten Bahnen sind gemäht und die Anspannung weicht Erleichterung. In Schichtlinie arbeiten wir uns immer weiter nach oben. Wer den Mähdreck H70 fährt, der spürt schnell die Erfahrung des Herstellers in diesem Segment. Kein Wunder, denn die Mechanisierung der alpinen Landwirtschaft hat bei Reform eine lange Tradition. Die Oberösterreicher gelten als Erfinder des Zweiachsmähers. Und seit fast 6 Jahrzehnten beschäftigt sich das Familienunternehmen mit der Weiterentwicklung dieser Fahrzeugklasse. Arbeitserleichterung und Sicherheit am Steilhang waren dabei stets das oberste Gebot. Über die Jahre hat sich viel getan. Der Mähdreck ist leistungsfähiger und komfortabler geworden. Dem Grundprinzip einer optimalen Gewichtsverteilung und einer extrem niedrigen Schwerpunktlage ist man aber bis heute treu geblieben. So auch beim Mähdreck H70, der einsatzbereit gerade einmal 2300 Kilogramm auf die Waage bringt und damit deutlich leichter ist als gleich starke Standardtraktoren. Bei der Arbeit am Hang fühlt man sich subjektiv wohl und sicher. Das Fahrzeug trotzt jeder Schräglage und lässt sich spielend leicht im Gelände bewegen. Breite Niederdruckreifen mit Spezialprofil und Zwillingsräder an beiden Achsen schonen die empfindliche Grasnarbe und verbessern die Standsicherheit. Schalten oder kuppeln muss man nicht. Stattdessen lässt sich die Geschwindigkeit stufenlos und ruckfrei mit dem mechanischen Fahrhebel dosieren. Zieht man den Hebel über den Nullpunkt zurück, fährt die Maschine rückwärts. Es gibt 2 Geschwindigkeitsbereiche und eine mechanische Untersetzung, die man mit einem weiteren Hebel rechts neben dem Sitz umschaltet. Nicht nur beim Mähdreck H70, sondern auch bei allen anderen Zweiachsmähern setzt Reform heute auf den hydrostatischen Fahrantrieb. Die Vorteile für die Arbeit am Hang liegen ganz klar auf der Hand. Der Antrieb ist immer kraftschlüssig und die Geschwindigkeit lässt sich stufenlos den Bedürfnissen anpassen. Das erhöht einerseits die Sicherheit und den Bedienkomfort. Andererseits kann die Maschine immer an ihrem Leistungsoptimum arbeiten. Für den Antrieb sorgt ein Common Rail Dieselmotor von Perkins. Aus 2,2 Litern Hubraum werden 75 PS mobilisiert. Beim nahezu baugleichen Mähdreck H60 sind es 61 PS, dann allerdings ohne Ladeluftkühler. Die modernen Vierzylindertriebwerke erfüllen die neueste Abgasnorm der Stufe 5.
Der Auspuff wurde jetzt nach oben verlegt. Öffnet man die große Motorhaube auf der rechten Seite, so sind alle wichtigen Wartungspunkte in bequemer Höhe gut zugänglich. Hier sitzt auch der große Hydraulik-Ölkühler, der sich mit einem Umkehrlüfter selbstständig von Schmutz befreit. Arbeits- und Fahrhydraulik arbeiten mit getrennten Ölhaushalten. Serienmäßig verfügt der Metrak H70 über ein Vierrad-Lenksystem mit 5 verschiedenen Programmen, die sich bequem per Knopfdruck am Joystick umschalten lassen. Front-, Heck-, Allrad- und Rundeganglenkung sowie die versetzte Allradlenkung. Die Allradlenkung erlaubt beim Mähen enge Wendemanöver. Für die Arbeit in Schichtlinie bietet sich der Hundegang an, um dem seitlichen Abdriften entgegenzuwirken und den Boden nur einmal zu überfahren. Für diesen Einsatz brachte Reform ein 2,40 Meter breites Alpinscheibenmähwerk aus eigener Fertigung mit. Das Gerät ist sehr leicht und sitzt nah an der Vorderachse. Die hydraulische Geräteentlastung am Fronthubwerk gewährleistet stets den optimalen Auflagedruck des Mähbalkens. Das verbessert die Bodenanpassung und verhindert eine übermäßige Entlastung der Vorderräder. Der Auflagedruck lässt sich ohne Umgreifen während der Fahrt mit einem Taster am Joystick den aktuellen Bedürfnissen anpassen. Über eine Wippe an der Vorderseite bedient man den hydraulischen Seitenverschub. So bleibt auch bei extremen Schrägfahrten kein Gras stehen. Über den R-Com-Drehregler kann man weitere Fahr- und Hydraulikfunktionen einstellen, beispielsweise die Motordrehzahl, die Geräteentlastung und die Hubwerksgeschwindigkeiten. Die Anzeige erfolgt am zentralen Farbdisplay. Mit 3 griffgünstig platzierten Tasten auf der Seitenkonsole lassen sich der Allradantrieb und die Differentialsperren für beide Achsen zuschalten. Das System gewährleistet sicheren Vortrieb in jedem Gelände. Und dank des großen Pendelwegs an der Vorderachse bleibt der Metrak auch in schwierigen Passagen mit allen 4 Rädern am Boden. Um den weichen Boden zu schonen, mäht Jungbauer Stefan Eigner die steilen Bereiche mit dem Motormäher. Ein Reform RM25 mit hydraulischem Achsverschub und 2,40 Meter breitem Mähbalken. Gleich 2 dieser Geräte laufen hier am Betrieb. Eine Investition für mehr Einsatzsicherheit, die sich besonders in nassen Jahren bestens bewährt hat. Über den Bergen wachsen erste Quellwolken in den Himmel. Für den späten Nachmittag wurden Gewitter angekündigt. Um die Trocknung zu beschleunigen, wird das Gras gleich nach dem Mähen gezettet. Dazu kommt der betriebseigene Kreiselheuer zum Einsatz, der mit seiner Größe perfekt zum Metrak H70 passt. Front- und Heckkraftheber stemmen maximal 1500 Kilogramm. Zum proportionalen Heben und Senken gibt es 2 Daumenräder am Fahrhebel. Mit weiteren Tasten kann man bis zu 4 hydraulische Zusatzsteuergeräte bedienen. Für eine ausgewogene Gewichtsverteilung haben wir vorne den Bandrechen angebaut, den wir später ohnehin noch brauchen. Ein praktisches Detail beim Gerätewechsel: Für die beiden Hubwerke sowie die hydraulischen Oberlenker gibt es Drucktaster außen am Fahrzeug. Aus der neuen Kabine mit ihren großen Glasflächen hat der Fahrer eine gute Sicht in alle Richtungen. Die geprüften Komfortsitze mit Sicherheitsgurt, Beckenstütze und optionaler Schwenkeinrichtung bieten kompakten Halt bei der Arbeit am Hang. Für Abkühlung an heißen Arbeitstagen sorgt auf Wunsch eine Klimaanlage. Das Gras wird am Betrieb Eigner als Silage eingefahren. Am frühen Nachmittag schicken wir deshalb den Bandrechen ins Rennen. Das Gerät hat eine Räumbreite von 2,50 Metern und wiegt gerade einmal 250 Kilogramm. Dank seiner kurzen Bauweise kann es sich den Bodenkonturen gut anpassen. Anders als beim Mähen arbeiten wir jetzt in Falllinie, damit der nachfolgende Ladewagen den Schwaden besser folgen kann. Damit auf den Böschungen und am Rand kein Gras liegen bleibt, ist die Bäuerin Eva Eigner mit ihrem Blasgerät am Rücken unterwegs.
Bei knapp 30 Grad und schwüler Luft der wahrscheinlich anstrengendste Job am heutigen Tag. Gleich nebenan ist Tochter Corinna mit dem Motormäher im Einsatz, um die steilen Bereiche abzuräumen. Dazu wurde der Mähbalken gegen einen 2,20 Meter breiten Multitwister getauscht. Ein Pickup-Heuschieber, der das Futter mit seinen Kunststoffzinken sehr schonend aufnimmt und mit einem Förderband talwärts transportiert. Corinna hat den großen Einachser perfekt im Griff. Den zweiten RM25 bedient ihr Lebensgefährte Hannes. Er schiebt das Gras zusammen und bringt es nach unten ins flachere Gelände, wo es der Ladewagen später aufnehmen kann. Zum Einfahren hat unsere Farm einen Muli T7X mitgebracht. Ein Transporter aus der Mittelklasse mit 109 PS Motorleistung und einem Prim Alpin Aufbauladewagen aus eigener Fertigung. Was die Fahreigenschaften betrifft, so steht der Muli dem Mähtrak in nichts nach. Dafür sorgen ein spezielles Geländefahrwerk mit robusten Portalachsen und Einzelradaufhängung, die Vierradlenkung sowie der permanente Allradantrieb mit 100% sperrbarem Längs-, Front- und Heckdifferential. Stefan fährt parallel mit dem eigenen Muli 565 mit. Ein treuer Helfer, der neben der Futterernte auch mit einem Aufbaumiststreuer und einem Güllefass zum Einsatz kommt. Das angewelkte Gras wird zur Hofstelle gebracht und in der Halle abgeladen. Bäuerin Eva sitzt schon am Heukran, um den Hochsilo zu befüllen. Geschafft! Mit vereinten Kräften ist es wieder einmal gelungen, die Ernte noch vor dem Regen unter Dach und Fach zu bringen. Liebe Zuschauer, jetzt seid ihr an der Reihe. Wie gefällt euch der neue Mähtrak H70? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch dieser Technikcheck gefallen hat. An dieser Stelle gilt unser Dank der Firma Reform für die hervorragende Organisation der Einsätze und die Bereitstellung der Geräte. Außerdem bedanken wir uns bei der Familie Eigner, die uns die perfekte Location zur Verfügung gestellt und durch das Mitwirken der eigenen Reformmaschinen dieses Video zu einem absoluten Highlight gemacht hat. Wer weiß, vielleicht nehmen wir schon im nächsten Jahr einen größeren Mähtrak oder auch einen Muli genauer unter die Lupe. Schaut euch in der Zwischenzeit gerne auf unserem YouTube-Kanal um. Dort findet ihr schon jetzt zahlreiche Videos über verschiedene Einsätze in der alpinen Landwirtschaft.